Wadenschlag, wo wir die Angriffslinie verlassen haben, mit einem schnellen Block, gleiche oder näherste Extremität. Sie schlägt auch zuerst, hinterhergegangen, Schlagring gebrochen, kontrolliert, Gefahrensituation verlassen. Dann hatten wir einen Rundenschlag, den wir sofort unterbrochen haben, auch wieder First Things First. Haben dann zum Beispiel hier unsere eher-Niedern-Sequenz gemacht, wieder die Statik gebrochen, der steht leider noch, muss ich nochmal wieder Situation verlassen. Dann hat er einfach auf mich eingeprügelt, ich habe es zu spät gesehen, mache zu, gehe von unten, kontrolliere das, mache wieder zu und wieder weg. Dann hatten wir einen geraden Tritt, wo wir gesagt haben, wenn ich mit den Armen arbeite, bin ich etwas schneller, aber bin nicht unbedingt nicht immer geschützt. Da haben wir auch wieder einen schnellen Konter gemacht, hat mich hier gekriegt. Dann hatten wir gesagt, wir können auch zum Beispiel eine Gedammerei machen anstatt eine Lagaschstufe. Da haben wir dann beide Arme benutzt, haben wir auch gekriegt. Dann haben wir gemacht, wenn wir mit den Beinen blocken, weil wir dann eben die Murmel noch weiter beschützen können, dass wir hier so einen Schienbeinblock machen, zu Nuke. Wenn er gerade tritt, ich mache zu, habe dann hier das Bein direkt wieder abgesetzt, um stabil zu stehen, kann hier einen schnellen Konter machen, dann noch einen, wieder weg. Das gleiche funktioniert natürlich auch, wenn er mit dem linken Bein treten würde. Einfach dahin, hier, dort. Oder eben natürlich, wenn es ein runder Tritt ist, dann kann ich das hier genauso zumachen und wieder innen, kann da abschießen und weg. Und dann hatten wir noch runde Tritte, die etwas höher sind, wo es schwierig ist für mich, hier natürlich das Bein hochzubekommen. Da haben wir gesagt, wir machen unsere Deckung zu, das hier, um das einmal schützen zu können. Entweder das und direkt danach dann selber wieder arbeiten. Oder wir haben gesagt, wir versuchen einen Gedammerei zu machen, um uns hier wegzuleiten. Und dann sind wir nämlich von außen unterwegs. Kleine Variante des Gedammerei war, dass wir den von unten genommen haben, von unten, so können wir den rumziehen, um hier abzuschießen. Ist vom Timing her sehr schwierig. Ein wichtiger Teil war eben das Zumachen. So, das war Schlagen, Treten. Dann hatten wir noch die ganzen Bodengeschichten. Wir haben gesagt, wir werden geschubst, wie auch immer, können die Ballons nicht mehr halten, versuchen über die 4 in den Boden zu kommen, hier über das Filetstück abzurollen, damit nichts kaputt geht und stellen uns dann sofort auf. Ein Bein ist lang, eins ist aufgestellt und einmal auf der Hand drauf, damit wir richtig schön navigieren können. Im Idealfall möchte ich meine Beine immer zwischen ihm und mir haben, damit ich hier da treten kann, vielleicht sogar da treten kann und dann möglichst schnell weg aufstehen kann. Und hier zum Beispiel das Bein rausziehen, hatten wir den Surfer genannt, um hier wegzukommen. Oder aber kann ich gut kombinieren mit dem Tritt nach oben, dass ich da trete, in die 4 und wie so ein Sprinter auf dem Startblock dann weglaufen. Wenn wir es jetzt nicht geschafft haben, nach dem Schubsen rums, ich bin weg, ihn hier irgendwie wegzukriegen, er hat irgendwie rumgeschafft, hatten wir gesagt, wenn er ganz nah dran ist, dass ich im Idealfall erstmal versuche, hier meine Schienbeine dazwischen zu kriegen, um Distanz für den Kopf zu schaffen. Und dann hatten wir das erste Mal das Schwinden. Haben uns hier rausgedreht und müssen sofort zurück, dass die Beine wieder dazwischen sind, damit ich viel Distanz habe. Dann kann ich hier wieder arbeiten. Wenn er aber gar nicht nur rumgelaufen ist, um was weiß ich zu machen, sondern anfängt zu treten, haben wir gesagt, ähnlich wie in der MP, diese seitliche Seite verschließen, immer mitdrehen, damit er nicht rankommt. Und wenn er irgendwann von oben kickt, haben wir einen Gedammerei. Doppelte Abwehr, damit wir da auch nochmal sicher gehen können. Wenn er mit dem Po zu uns steht, einfach ein langes gestrecktes Bein nach oben. Ihr trefft immer irgendwas Gutes. Beine wieder aufstellen, Waden fassen, rausschrimpen, auf den Rücken zurück, wegschießen. Von hier gucken, wieder aufstehen. Alternative war, wer ist wieder an der Seite, ist am Kicken, ich mache das zu, und er steht aber nach dem Tritt mit dem Gesicht zu mir. Dann ist es nicht so sinnvoll hier zu treten, deshalb haben wir gesagt, wir schlagen einfach unten rein.
Wenn er dabei stehen bleiben kann, fassen, schrimpen, zurückdrehen, abschließen. Wenn er dabei zusammensackt, weil ich ihn hier unten reinschlage und auf mir sitzt, gibt es verschiedene Situationen. Er könnte jetzt nach mir schlagen. Wichtig war, den Kopf vom Boden wegzubringen und natürlich zu verschließen. Da können wir wieder die Schutzhaltung einnehmen, die wir auch hatten im Stand, wenn viele Schläge kommen. Ja? Das heißt, wir gehen hier hoch, machen das und wir sind ständig in Bewegung, damit er nicht durchkommt. Dann möchte ich, dass er möglichst nah an mich rankommt, damit ich das unter Kontrolle kriegen kann. Ja? Das heißt, wenn die Schläge kommen, versuche ich jetzt hier ihn anzuziehen. So nah wie es geht. Ich versuche ihm jetzt Stützen wegzunehmen. Jetzt seht ihr, dass hier auf der Seite der Arm ist. Da kann er sich gut abstützen. Den anderen Arm hier, den kann ich mir holen. Außerdem kann ich versuchen, hier ein Bein zu kriegen. Es klappt nicht immer, aber ich versuche es natürlich. Dann gehe ich in eine Art Brücke, schiebe die Hüfte hoch und gehe dann über die Seite, wo ich die Stützen weggenommen habe, um wegzurollen. Möglichst den Kopf niedrig lassen, damit er nicht wieder direkt nach mir schlagen kann. Also presse ich mich auf ihn ran. Ich drücke immer den Kopf zur Seite, dann kann er nicht so richtig kontrollieren. Ich hau irgendwo rein, wo es geht, unten, hole mir das Bein zum Beispiel, mache ein Gewicht drauf und mache auf den Händchen eine Liegestütze. Jetzt haben wir noch zusätzlich gehabt, dass er drauf über mir steht. Ich habe geschlagen, er ist runtergesackt und er schlägt nicht, sondern er wirkt. Wenn er wirkt, haben wir gesagt, wir machen Bassadai mit dem Aufreißen. Dieses Schlag in die kurzen Rippen, fassen, um ihn eng ranzuholen. Dann könnt ihr wieder den Stand versuchen hier wegzunehmen. Ich hole mir wieder ein Ärmchen und ich mache noch meinen Suki. Ja, und schon sind wir wieder hier in der Position. Er darf nicht gucken, ich muss eng dran bleiben, ein bisschen wehtun da unten. Weg und wieder Liegestütz. Dann hatten wir noch Folgendes. Er ist wie auch immer nicht auf mir gelandet, sondern neben mir und wirkt hier. Hat sogar ein Bein aufgestellt, um möglichst viel Kraft zu haben. Dann haben wir wieder gesagt, die Atemwege frei machen. Hier und schrimpen. Ich schrimpe hier rein, das ist mein Favorit. Hoch rein und beim Zurückdrehen bringe ich das Bein dazwischen. Ich halte den bewusst fest, damit er nicht einfach wegfliehen kann. Dann können wir zum Beispiel mit der Ferse treten, wo auch immer. Und dann da, wo ich dran komme, einfach versuchen, da Druck zu machen, ihn wegzukriegen. Und dann kann ich natürlich wieder aufstehen und wir sind durch.